Hallo zusammen, heute möchte ich mit euch zwei einfache Kürbisse im sogenannten Loosen Watercolor Stil malen. Und zwar mache ich mir dazu mal einfach eine kleine Vorzeichnung. Dazu mache ich ein Oval hier erstmal und daran male ich noch ein paar weitere, die daran anschließen sozusagen. So, das wäre schon unser erster Kürbis. Dann nehmen wir uns nochmal den zweiten Kürbis vor. Für den mache ich so ein bisschen andere machen wir den mal nicht ganz so groß. Da nehme ich auch erst wieder ein Oval. Und daran lasse ich dann die anderen Segmente sozusagen anschließen. So, der kriegt auch noch einen kleinen Stängel. Und ich möchte, dass die Kürbisse sich hier sozusagen dann in der Mitte berühren. So, das, was gar nicht in Frage kommt, radiere ich schon mal weg. Denkt immer dran, nicht zu viel auf Aquarellpapier zu radieren. Das findet das nicht so klasse. Und wenn ihr radiert, am besten immer ein Knetradiergummi benutzen. Damit helle ich nur eben fix die Vorlage auf. So dass ich das noch relativ gut erkennen kann. Ihr vielleicht nicht mehr ganz so gut. Aber dann mixe ich jetzt erstmal meine Farben zusammen. Und zwar benutze ich jetzt ein Orange und packe das erstmal hier einfach hin. Ich mache eher weniger meine Paletten oder diese Mischpaletten sauber, weil ich dann einfach die Mischung von den davor noch benutze, um keine Farben zu verschwenden halt. Und dann möchte ich noch so ein Grün, Blau, Grau haben. Passt das hier ganz gut für den zweiten Kürbis, denn ich mag es, in einem Bild so mit Komplementärkontrasten zu arbeiten und ich denke, das passt sehr gut. So, dann hätten wir unsere Farben, unsere Vorzeichnung. Und dann kann das auch schon losgehen. Übrigens verwende ich hier den Da Vinci Datana Pinsel. Und dann male ich sozusagen auch so ein bisschen hier meine Linien nach. Bisschen mehr Wasser. Weil ich nehme hier 100% Baumwollpapier und das saugt schon gut was weg. So, jetzt habe ich gleich schon mal die Form von meinem Kürbis. Dann nehme ich mir noch mal ein bisschen von meiner dunkleren Farbe und bringe sie hier am Rand mit rein. Das mache ich einfach deshalb, damit der
Kürbis ein wenig mehr Form bekommt. So, dann nehme ich mir noch ein dunkles Grün und tupfe das hier rein, zusammen mit ein wenig Braun, damit ich hier den Nass-in-Nass-Übergang habe. Mit einem sauberen Pinsel mache ich hier jetzt noch so ein bisschen, dass es nicht ganz so weiß wirkt, sondern nur so eine Art Lichtreflexe frei bleiben. So, jetzt machen wir uns an den kleineren orangenen Kürbis zu schaffen. Dafür drehe ich mir mein Blatt ein bisschen und sehe jetzt hierzu, dass die so ineinander übergehen. Dass da ein schöner Übergang entsteht. Ich male sonst auch recht locker meine Linien einfach so ein bisschen nach. Damit ich erstmal die wichtigsten Stellen habe. Und dann gehe ich da nochmal mit ein bisschen mehr Farbe rein. Auch hier nochmal, damit das da schön reingeht. Nehme ich noch mal ein bisschen mehr Wasser, tupfe den Pinsel dann noch ein bisschen ab und verteile somit die Farbe hier noch ein bisschen im Kürbis. Nehme ich noch mal ein bisschen Gelb dazu, um ein wenig Variation reinzubekommen. Dann gehe ich auch hier mit einem Braun hier oben rein, sodass das da schön sich reinzieht. Und hier unten auch noch mal ein bisschen. So, und dann haben wir schon mal unsere Kürbisse soweit fertig. Jetzt warte ich, bis die komplett getrocknet sind, um dann noch ein paar Blätter und sowas dazu zu malen. Nun sind beide Kürbisse soweit getrocknet. Nun werde ich noch ein paar dunkle Akzente hier einfach reinbringen, um den Ganzen so ein bisschen mehr Tiefe zu verleihen. Das müsst ihr natürlich nicht machen, sondern nur, wenn ihr das möchtet. Jetzt habe ich den Pinsel nochmal ausgespült, um den Übergang hier teilweise nochmal ein bisschen schöner zu machen. Zudem möchte ich den Strunk noch ein wenig dunkler machen.
Und auch hier möchte ich den Strunk noch einmal abdunkeln. Und jetzt mache ich das gleiche wie bei den Kürbis auch hier nochmal. Einfach mit ein bisschen Orange nochmal reingehe in den Kürbis. So. Ich glaube, bei den Kürbis hier mache ich das auch nochmal so ein klein wenig. Nochmal den Pinsel ausspülen. Und nochmal die Farbe ein wenig verteilen. So. Nun mache ich noch ein wenig Blätter und Ranken dran. Dafür nehme ich jetzt aber einen kleineren Pinsel. Und hier, das gefällt mir noch nicht so. Da möchte ich noch mal ein bisschen Farbe reinmachen. Aber ich denke, so passt das jetzt ganz gut. So, und jetzt nehme ich nämlich ein Grün. So eher so ein Olivgrün, würde ich es nennen. Wie gesagt, mit einem kleineren Pinsel. Mache da jetzt kleine Blätter dran, wobei ich die Blätter, glaube ich, noch mit dem größeren Pinsel eben mache. Der kommt ja auch zu einer sehr feinen Spitze. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nicht wieder in den noch nassen Kürbis reinkomme mit den Armen nachher. So. Die Ranken mache ich jetzt aber, wie gesagt, mit einem kleineren Pinsel, der nicht ganz so viel Wasser und Farbe aufnimmt. Und da mache ich einfach indem ich den Pinsel halt auch relativ spitz zum Papier nehme. Nehme ich mir das mal so. Einfach so. Mache ich da einfach so kleine Ranken ran, damit das Ganze noch ein bisschen aufgelockerter wirkt. Nehme ich noch mal ein bisschen anderes Grün dazu, um da ein wenig Variation reinzubekommen. Und dann mache ich hier noch
ein, zwei Ranken. Und dann bin ich schon so gut wie fertig mit einem Grau, also es kann neutral grau oder irgendwie sowas sein. Mache ich hier jetzt noch so einen kleinen Untergrund. Dabei achte ich darauf, dass es unter den Kürbissen direkt ein wenig dunkler ist. Als an den restlichen Stellen. Nun male ich noch mal ein bisschen die Blätter nach, weil die sind schon sehr blass geworden. So, und schon sind die zwei Kürbisse fertig. Nicht mal 20 Minuten. Ja, sowas kann man jetzt als kleine Grußkarte benutzen oder als Platzset, wenn man da zum Beispiel entweder einen Namen drauf schreibt oder Herbstgrüße zum Beispiel. Oder einfach so für sich als kleine Übung oder fürs Skizzenbuch. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Dann gebt super gerne ein Like, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und lasst natürlich gerne einen Kommentar da. Für mehr Videos schaut super gerne auf meinen Channel vorbei. Hier lasse ich euch jetzt noch 2 anzeigen. Und bleibt bis dahin kreativ. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.